Noch 3 EP. 6.999.997 EP habe ich. Okay, wer möchte denn der sein, der mir die 7 Millionen Punkte gibt? Du da mit der Flagge? Oh, das wäre schön. Jetzt hier jemanden mit der Flagge. Na, jawohl. Vielen, vielen Dank. Flagge nach Hause gebracht. 7 Millionen EP. Besser kann ein Level-Up nicht laufen. Fahrkünste lassen wir mal außen vor. Die sind vielleicht, optional. Aber das war doch schön. Das war schön. Das freut mich. Cool. Hey, ho, Stars und Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Natürlich, wie sollte es anders sein, auf meinem wunderschönen großen Account, der mittlerweile 7 Millionen Erfahrungspunkte hat. Wunderschöne Sache. Das Level-Up habe ich übrigens in einem meiner letzten Livestreams gemacht, nur als kurze Randinformation. Und heute spielen wir mit Donner und mit Hornet. Beides hier mit XT-Skins ausgestattet, weil das sieht schon cool aus. Hornet vielleicht eher weniger, da finde ich GT besser, aber Donner sieht sehr gut aus. Es gibt ja auch seit einigen Tagen, ja, ich weiß, das läuft jetzt schon etwas länger, diese Missionen mit lade einen Freund ein oder auch mehrere, ja, vielleicht bis zu 80, die man einladen kann. Dafür muss man dann halt einfach hier zum Beispiel so einen QR-Code dann teilen oder halt den Code halt einfach den Leuten zur Verfügung stellen. Na? Scheinbar möchte ja Tanky wohl neue Spieler oder alte Spieler wieder ins Spiel holen. Was ja jetzt auch irgendwo eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Klar, ein Online-Spiel lebt davon, dass du halt Spieler hast. Das ist jetzt nichts Neues. Achso, übrigens, was mir auch aufgefallen ist, das alles ist jetzt hier schön auf einer Seite zu sehen. Nicht mehr, dass man hier so scrollen muss, finde ich besser. Ja, finde ich besser. Man sieht alles auf einen Blick. Finde ich sehr, sehr cool. Bei Smokey, da sieht es bei mir sehr, sehr gut aus. 2 Sachen fehlen mir hier noch. Aber gut, was soll's. Wollte ich nur mal hier an dieser Stelle zeigen. Finde ich schön. Auch so kleinere Updates sollte man mal lobend erwähnen. Aber gut, kommen wir zurück zu den Missionen mit den Freunden. Dass man halt Freunde einladen kann, mal wieder, dass das immer regelmäßig zurückkommt. Ne? Das ist schön, also, aber jetzt mal ehrlich, so eine normalsterbliche Person wie du oder wie ich, ja, also, welcher normale Mensch kann halt jedes Mal, sag ich mal, 80 Leute reinholen in das Spiel? Ich meine, natürlich, du kannst halt auch einfach 80 neue Accounts anlegen, ja, okay. Aber ich meine jetzt so, wenn du halt tatsächlich Leute einladen willst, die nicht deine Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechst- und so weiter Accounts sind, sondern wirklich andere Spieler, da auf 80 zu kommen und das für jedes Event, das ist schon eine Herausforderung. Aber gut, jedenfalls, wie gesagt, ne, Online-Spiele leben natürlich davon, dass es halt einfach Spieler gibt. Und dass diese Missionen immer wieder regelmäßig zurückkommen, zeigt für mich jetzt persönlich, okay, es gibt da scheinbar ein Interesse daran, Spieler reinzuholen. Seien es neue Spieler oder auch wieder alte Spieler, dass die den Weg zurückfinden zu dem Spiel, macht ja jetzt erstmal keinen Unterschied, aber irgendwie neue Spieler müssen rein oder mehr Spieler müssen rein in dieses Spiel. Das ist ja alles schön und gut, ja, aber ich frage mich trotz alledem, warum nicht einfach massiv Werbung machen? Wie andere Spiele. Ob das jetzt halt auf lange Sicht nachhaltig ist, das müsste man halt schauen. Ne? Ich sage ja nicht, dass du ein Jahr lang komplett konstant irgendwie das gesamte Internet zuplakatieren musst und jeden mit 3 Personen Reichweite irgendwie unter deine Fittiche nimmst, ja, und sagst, mach mal jetzt Werbung für uns. Das nicht, aber so gezielte Werbung, sage ich mal. Ne? Gucken, also ja, wo sind die Leute, die vielleicht das Spiel spielen? Ne? So mal gucken. Kleinere Testphasen starten, ja, um einfach halt mal zu schauen, wer ist denn unsere Zielgruppe, wo befinden die sich und wie kommen wir an die? So, ne? Und dann halt versuchen mit Werbung oder mit irgendwelchen Sponsorships, ja, irgendwie dann halt, dass Leute mitten in ihren Videos Werbung dafür machen oder was auch immer. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, ne? Also
ich glaube, das wäre wahrscheinlich zielführender, wenn man halt, wenn man halt mehr Leute ins Spiel bekommen wollen würde, ja. Aber ich find diese Aufgaben mittlerweile nervig, ja. Also ich mache das jetzt sowieso nicht aktiv, so. Aber also ich finde es einfach nur nervig, wenn dann wieder halt kommt, lad einen Freund ein, lad einen Freund ein, lad einen Freund ein. Ja, das ist alles schön und gut, aber ich will nicht. Ich will nicht. Wisst ihr? Ja, gut, egal. Das jedenfalls nur mal so ein bisschen dazu. Wollte ich ja einfach mal ganz kurz meine 2 kleinen, unabhängigen und völlig unnützen Gedanken mal ganz kurz mit euch teilen, was dieses Thema angeht. Egal, so, wir sind hier auf einer wunderschönen Remastered-Karte unterwegs und ich hoffe, dass demnächst noch mehr Karten ein kleines Facelift bekommen, einen kleinen Umbau bekommen und hübsch modern aussehen. Und ich sag's immer wieder, ne, an sich, ich finde, dass Tanky ein gutes Spiel ist, ja. Ich finde, Tanky hat auch eine solide Basis. Und es macht Spaß. Und es ist mir am Ende des Tages egal, ob sich Tanky als Browserspiel vermarktet, als Handyspiel, als Konsolenspiel oder als was auch immer für ein Spiel. Das ist mir egal. Hauptsache, es geht wieder nach oben mit den Spielerzahlen. Das wäre so das, was ich gerne sehen wollen würde. Sag mal, wo ist denn hier die Goldbox? Ich bin blind. Ich bin blind. Keine Ahnung, wo sie jetzt gefallen ist. Aber ich bin blind. Vielleicht war sie direkt vor meiner Nase und ich habe es einfach nicht gesehen. Das kann schon sein. Aber ich meine mal, wenn man sich halt einfach mal anguckt, von der reinen Optik her, ich weiß, es ist jetzt nicht das super-duper Spiel, was halt die realistischste Grafik hat und alles mögliche und mega hochauflösende Texturen, aber das ist mir persönlich auch egal. Aber zu sehen, wie halt, sag ich mal, überarbeitete Karten optisch aussehen können und dann halt im Vergleich zu den alten, da sieht man, ja, da ist einiges gemacht worden. Klar, das ist auch viel Arbeit, so eine Karte neu zu gestalten. Ne, aber ich meine mal, wenn halt dieses Level mal konstant erreicht wird oder das alles mal auf dieses Niveau gebracht wird, dann sehe ich da eigentlich keine Probleme, warum Leute Tanky nicht spielen sollten, wenn sie sich halt für solche Spiele interessieren. Also sei es halt für Panzerthematik oder halt eben so schnelle Gefechte und sowas, ne? Also es wird ja genügend Leute geben, die diese Art von Spiel mögen. Genauso wie es halt Leute gibt, die mehr so rundenbasierte Spiele mögen, taktische Spiele. Warum nicht das, ja? Aber ich finde schade und ich warte noch immer auf den Moment, ja, wo es dann mal von offizieller Seite heißt, okay, jetzt gehen wir hier richtig all in, ja. Jetzt machen wir mal hier komplett Werbung und alles Mögliche und tun so, als wäre das neue Spiel, was jeder spielen muss, obwohl es halt natürlich schon einige Jahre hinter sich hat. Aber wisst ihr, was ich meine? Auf diesen Moment warte ich noch. Auf diesen Moment warte ich und ich hoffe, dass der eines Tages kommt und man halt einfach mal, ja, wieder die guten alten Zeiten im Sinne der Spielerzahlen hat. Das wird dann natürlich alles wieder anders sein. Ja, also das gleiche Gefühl wie früher wird es wahrscheinlich nicht haben, aber das wird halt auch nicht zurückkommen. Ne? Das ist halt einfach die alte Zeit und die alte Zeit muss man halt einfach alte Zeit sein lassen. Ja, das ist halt so. Man kann es sich wünschen, aber das, was früher war, das ist halt vergangen. Ne? Aber einfach mal wieder so diese großen Spielerzahlen zu sehen, weißt du, wo 100.000 Leute am Wochenende spielen, das ist schon beachtlich gewesen. Und ich meine mal, an sich natürlich für das Spiel selber ist das beachtlich, aber ich fand jetzt auch aus Spielersicht zu sehen, boah, krass, ey, 100.000 Spieler sind gerade online am Wochenende, weil halt irgendwie ein Weihnachtsevent ist oder sowas. Oder Halloween oder was auch immer, 1. April. Solche Sachen. Das war schon beeindruckend und ich fand das cool. Ja.
Deswegen, also meine Hoffnung, ne, warum ich auch immer noch weiter Tanky-Videos mache. Einerseits, ja, es macht schon irgendwo Spaß. Ne? Es macht schon Spaß zu spielen. Es ist ein Spiel, was man halt so zwischendurch spielen kann, wo man dann halt auch Videos machen kann. Und ja, und die Videos mache ich halt auch natürlich noch immer, weil ich halt diese Hoffnung habe, dass es eines Tages wieder bergauf geht mit den Spielerzahlen. Ja, das nur mal so. Ich dachte, ich rede mal darüber. Ja. Aber ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber für mich ist es halt nicht unwahrscheinlich, dass wenn man halt sowas richtig angeht, dass das groß rauskommen könnte. Weil man hat ja schon diese mehreren Plattformen, auf denen man unterwegs ist, auf denen man vertreten ist. Und insofern hat man an sich eigentlich einen großen Teich erschaffen mit genügend Fischen, wovon halt einige anbeißen. Ich als professioneller Angler, ich weiß natürlich, wovon ich rede. Ja, eher weniger, ich weiß. Oh, dem habe ich aber nochmal eine mitgegeben, so kurz vor Schluss und auch noch die Flagge zurückgebracht. Ja, das tut mir leid, liebes gegnerisches Team, versucht es bitte nochmal. Ich weiß, wir werden hier verlieren. Ja, es sieht für uns nicht gut aus. Das ist in Ordnung, aber man kann ja wenigstens noch so ein bisschen Gegenwehr leisten. Ja, so. Ja. Manchmal kommt halt einfach diese Thematik hoch und ich werde ja auch manchmal gefragt, wie ich das halt sehe oder auch, Tanky Classic, ja, wie sieht's halt damit aus? Ne? Ich persönlich, gebe ich dem Projekt noch großartige Chancen oder nicht, dass das relativ ein Erfolg wird, ne? Also kommt halt darauf an, wie man das definiert. Ja, aber dass das wenigstens ein paar Leute spielen und nicht nur Bots. Dass das überhaupt in den Status kommt, dass das halt tatsächlich veröffentlicht wird und nicht nur halt in so einer Testphase stecken bleibt. So, ich weiß es nicht. Ich lasse mich da überraschen. Ne? Ich finde es halt schade, diese Funkstille, die da herrscht. Ja, es wurde gesagt, man meldet sich halt, wenn man etwas fertig hat. Aber naja, wenn dann halt irgendwie monatelang nichts passiert, auf der Roadmap wird nichts aktualisiert. Ja, das letzte, was da aktualisiert ist, das ist halt noch vom Januar. Ja, wir haben halt mittlerweile Mai. Ja, vielleicht in der Zwischenzeit, wenn dieses Video online ist, zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme und der Veröffentlichung, vielleicht ist da was Neues auf einmal passiert. Das kann schon sein, immer wieder, wenn ich... Meistens, nicht immer wieder. Ich habe manchmal die Hoffnung, dass wenn ich halt sowas sage, dass es genau dann passiert. Aber meistens, wenn ich halt irgendwie etwas sage, ja, es gibt kein Update, dann kommt natürlich ein Update. Vielleicht, ja. Wir wissen es nicht. Aber schön wäre es natürlich, ja. Schön wäre es natürlich, wenn man da einfach sieht, dass es da Fortschritt gibt. Ja. Da wären ja auch Ideen, einfach, also mich persönlich würde schon einigermaßen interessieren, vielleicht auch andere, ja, mal so einen kleinen Einblick zu geben in die Entwicklung. Nicht nur einfach dieses, sage ich mal, Endprodukt zu zeigen, ja, dass halt, gezeigt wird, so, wir haben jetzt hier das fertig und dann irgendwie so In-Game-Aufnahmen, ja, direkt Aufnahmen aus dem Spiel, sondern mehr so das im Hintergrund. Ne? Also der Entwicklungsprozess. Man muss ja jetzt auch nicht hier irgendwie eine Datei mit Code zeigen und so. Ne? Darum geht es mir nicht. Aber halt einfach so zu zeigen, wir haben in den letzten 2 Wochen an dem und dem gearbeitet. Dabei hatten wir die und die Probleme. Oder das lief super und das haben wir getestet, die Idee haben wir verworfen. Einfach so ein 5-Minuten-Video, so ein ganz kleines, so weißt du, mit ein paar Kleinigkeiten. Ob die jetzt interessant sind für die Leute oder nicht, keine Ahnung. Ja, das ist natürlich alles extra Arbeit, die man sich halt machen muss, neben der ganzen Entwicklung und dem ganzen Support und so weiter, was da halt alles so anfällt. Das ist natürlich klar, aber ja, schön wäre es halt natürlich trotzdem, ne, wenn es halt so einen kleinen Einblick da gäbe in den ganzen Bau dieses Projektes. Ja, das hätte man ja gut aufziehen können.
Einfach halt diesen Entwicklungsprozess zeigen. Ich meine mal, Tanky Classic ist ja halt für die Community gedacht. Ne? Das ist ja jetzt nicht als Geldmaschine konzipiert worden, jedenfalls denke ich das, ja, sondern halt für die Community. Und da halt dann einfach die Leute, die das interessiert, mal so ein bisschen in den Entwicklungsprozess reinzuziehen und denen halt das so ein bisschen näher zu bringen und vielleicht auch zu zeigen, warum es halt so lange dauert. Ja. Das wäre, ne, das wäre doch mal was. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn jetzt halt irgendwie eine Karte gemacht werden müsste, ne? Also jetzt nicht nur auch für Tanky Classic oder so, sondern halt für das normale Tanky. Du könntest ja theoretisch halt einfach so eine Kamera hinter einem hinstellen, der einen Tag lang irgendwie, ja, an einer Remastered-Karte arbeitet. Und dann sieht man halt, was so nach 8 Stunden beispielsweise fertig wurde. Ja, vielleicht sind an dem Tag noch Meetings oder so, ist ja egal. Aber jedenfalls so diese Zeit. Und dann hast du halt, keine Ahnung, am Ende, sagen wir mal, die Person arbeitet jetzt wirklich 8 Stunden am Tag nur an einer Karte. Sodass man halt einfach sieht, ne, beispielsweise, wie viel oder wie wenig schafft man überhaupt in 8 Stunden. Ne, was, so, einfach so in Zeitraffer so eine Aufnahme, wo man halt sieht, was passiert oder auch eben nicht. Und dann hat man ja auch so ein gewisses Gefühl dafür, warum es halt so lange dauert. Dann erklärt man das einfach so Einblicke. Ja. Ich fände es schön, einerseits für Tanky, einerseits für Tanky Classic, sodass man da halt einfach kleinere Einblicke gewinnt. Wie gesagt, man muss ja keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudern und darum geht es ja auch nicht. Aber das ist ja jetzt auch keine Neuerfindung, wenn halt Firmen einfach so kleine Einblicke geben, an was sie halt gerade arbeiten. Und das einfach aus der Sicht von den Leuten, die daran arbeiten, eben erzählen. Ne? Weil es wird ja sicherlich Leute geben, die sich halt für Entwicklung interessieren, die sich für Game Design interessieren, die sich für alles Mögliche interessieren. Und da halt einfach so ein bisschen Kommunikation zu haben. Ja, und es ist ja nicht schlimm zu sagen, ja, wir haben halt geplant, dass wir mit der und der Sache in 2 Wochen fertig sind, aber dann hat sich halt herausgestellt, dass es die und die Probleme gibt oder dass wir das und das noch machen müssen oder dass wir irgendwas nicht bedacht haben. Das ist ja nicht schlimm, wenn man halt einfach falsche Annahmen getroffen hat und sich dann deswegen halt das Ganze verzögert. Ne? Aber dann weiß man das wenigstens. Weil so ist es halt einfach so, ich sag mal, man denkt sich halt, ja gut, okay, altes User-Interface machen. Ja. In einem Tag müsste das stehen. Ja, jetzt einfach mal irgendwas gesagt, ja. Ob das jetzt realistisch ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber weißt du, jetzt einfach nur so aus Spielersicht, die halt keine Ahnung von Technik haben, so. Von den ganzen Prozessen im Hintergrund, von der Entwicklung und so weiter und so fort. Ne? Da sagt man sich ja auch dann, ja, das sind doch nur ein paar Buttons, irgendwie eine Liste mit, das muss doch schnell gehen, ja. Was dauert denn das so lange? Wenn man das halt einfach so ein bisschen runterbricht, ein bisschen erzählt darüber, es wäre schon schön. Es wäre schon schön. Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob das Video halt irgendjemanden erreicht, der halt sowas umsetzen könnte. Niemand wird sich wahrscheinlich von Tanky meine Videos hier angucken. Ja. Aber ich rede halt. Wieso habe ich das jetzt geworfen? Aber ich rede halt einfach nur jetzt darüber, was ich persönlich schön finden würde, was mich interessiert. Und mit denen ich halt dann auch das nachvollziehen kann. Dass halt Entwicklung nun mal nicht schnell ist. Außer du versuchst das halt vielleicht mit KI, aber da musst du ja da dann trotzdem aufräumen. Du kannst ja nicht einfach sagen, im Blindflug entwickelt das mal. Kannst du schon machen, aber naja, dann hast du halt so eine Blackbox und in die kannst du dann halt nicht mehr reingucken. Oder wenn du reingucken willst, dann geht die Arbeit erst richtig los. Ne? Aber ich meine mal, an sich, Entwicklung geht halt nicht flott. Ja, das ist halt irgendwo langsam. Ja, du hast halt ja nicht eine Person, die da durchackert, sondern du hast ja auch Abnahmeprozesse, es muss alles konzipiert werden, muss geschaut werden, es muss getestet werden, es treten immer wieder Fehler auf und so weiter. Man hat immer irgendwelche Sachen, an die hat man nicht gedacht und das hindert dann einen weiter, weißt du, verzögert das Ganze. Irgendwelche Performance-Probleme, die dann auf einmal auftauchen und. Gibt ja verschiedenste Sachen, mit denen man sich dann auf einmal eine Woche beschäftigen muss, ja. So, das ist halt nun mal so. Ne? So ist das halt. Und ja, aber da halt einfach so ein schönes Entwicklertagebuch. Ein Tanky Classic Tagebuch. Das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Wenn's sowas gegeben hätte. Ja? Aber gut. Egal.
Das soll ja auch keine Folge sein, wo ich mich jetzt hier ausweine und alles Mögliche fordere, aber ja, das sind ja auch keine Forderungen. Das muss man unbedingt umsetzen, sondern ich sag ja, ich habe einfach nur meinen Wunschzettel, ja? Also lieber Tanky Weihnachtsmann, bitte erfülle mir meine Wünsche. Ja, aber ja, wie seht ihr das Ganze? Auch auf die Frage, ne, ob ich halt Tanky Classic zum Beispiel wieder aufnehme. Habe ich ja auch schon gesagt, dass ich das gerne mache, ja, sobald es da halt was Neues gibt. Aber ich sehe es halt jetzt für mich auch nicht ein, dass ich halt nur gegen Bots spiele, um halt einfach nur, um halt Tanky Classic zu zeigen. Wenn es halt nichts Neues gibt, wenn es keine Spieler gibt, gegen die man antreten kann, naja, was soll ich denn dann zeigen, ja? Und wie gesagt, halt die ganze Zeit nur gegen Bots anzutreten, wird halt mit der Zeit auch nun mal langweilig. So, es sieht nicht gut für mich aus. Es sieht überhaupt nicht gut für mich aus. Ich brauche meinen Overdrive. Ich habe mich zwar noch irgendwie hier retten können. Oh ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. So, puh, das war wirklich, wirklich eine knappe Situation. Eieieiei. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Dass ich das überlebt habe, das grenzt schon an ein Wunder. Boah. Ja, okay. Das nun mal so meine kleinen weiteren Gedanken zu anderen Thematiken rund um das Spiel. So. Eieieiei. Wie viele Raketen haust du denn noch auf mich drauf, mein Freund? Oh, das sind mir hier zu viele Gegner. Zu viele Gegner, die zu viel Schaden machen. Ich meine mal, theoretisch haben wir noch Chancen zu gewinnen, aber das sieht hier für mich leider echt nicht gut aus. Ich kann doch nicht mal so wirklich abhauen und ich krieg hier einfach zu viel Schaden. Ja, was soll ich denn jetzt noch großartig machen? So, ich kann doch mal meinen Overdrive verwenden, immerhin. Ja, schade. Oh. Boah, das wird hier keine schöne, kein schönes Spiel mehr für mich. Die ganze Zeit hier nur der Gefahr ausgesetzt zu sein. Und jetzt habe ich leider auch gar kein Leben mehr. Ja, das war's, der nächste Schuss. Und ich bin hinüber. Ich kann leider nichts wirklich machen. Boah. Oh, das ist schwierig. Oh, das ist sehr, sehr schwierig. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche eine Easy da. Ich brauche irgendwas. Aber ich habe rein gar nichts. Und ich brauche noch ein paar Prozente. Für meinen Overdrive. So, jetzt. Das ist schon wieder so knapp alles. Ich kann das nicht mehr lange aushalten. Okay. Tja. Das ist alles nicht so sonderlich schön, was hier gerade passiert. Was soll ich denn hier großartig machen? So, da kommt der nächste Gegner hoch und der hat natürlich auch noch einen Overdrive. Ja, klar. Ja. Ja, da haben sie mich gut bekommen. Hätte ich aber auch nichts mehr machen können. Okay, da wäre auch schon wieder der nächste gewesen. Also, ja, ich habe mein Bestes gegeben. Am Ende war es nicht gut genug. Ja, es hat nicht gereicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir das hier noch gewonnen hätten. Um ehrlich zu sein. So. 200 Schaden? So viel? Wow. Das war ja gar nichts. Puh. Tja, wie seht ihr das Ganze? Ja, jetzt haben wir erst recht verloren. Aber gut. Man kann ja nicht immer gewinnen. Ne? Man kann ja nicht immer gewinnen. Gut, das erste Spiel habe ich auch verloren. Ja, man kann halt nie gewinnen. So muss das eher heißen. Puh. Echt wild, was die hier alles haben. Ja, und da ist der nächste. Eieieiei. Ach, Leute. Ich weiß auch nicht mehr, was ich hier tun soll.
Und auch machen kann. Hallo. Okay. Oh, immerhin. Immerhin, der war so freundlich und hat sich ohne Gegenwehr ergeben. Sehr, sehr toll. Ja. Achso, ich habe mich selber vernichtet. Aber hey, ich bin immerhin in der Top 3. Das kann mir hier keiner mehr nehmen. Also denke ich jedenfalls. Dass mir das keiner mehr nehmen kann. So. Ja, vielleicht hätte ich auch sowas wie Viking oder so nehmen müssen. Mit dem Viking Overdrive und dann Donner. Ich glaube, das wäre ganz gut gewesen. Aber ich hatte Lust auf Hornet. Ja, jetzt wollen sie uns aber komplett fertig machen. Ja. Puh. Aber immerhin, ich meine mal, an mir liegt es nicht, dass wir verlieren. Ja? Ich habe relativ lange als Juggernaut durchgehalten. Und das unter den schwierigsten Bedingungen. So hinten eingesperrt, hinter dem Haus. Ich kann mich nicht wegbewegen und muss jedes Mal auf meinen Overdrive warten, damit ich hier irgendetwas hinbekomme. Ja. So. Ja, aber zum Glück ist das jetzt vorbei. Noch 30 klitzekleine Sekunden. Und dann ist das Spiel aus. So, aber immerhin fast 400 Punkte gemacht. So, kriegen wir den da? Nee. Schade. Sehr, sehr schade. Wäre natürlich schön gewesen, wenn ich halt noch die 400er-Marke geknackt hätte. Aber okay. Dann nicht, dann bleiben es halt 390. Schade. Sehr, sehr schade. Gut, das soll es dann aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Ein paar Sachen kann ich hier noch abgeben. Ja, sehr gut. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Teil. Macht es gut oder auch besser. Rinja hauen. Ist ja klar.